Hey meine Besten, willkommen zum One UI 5 Video, in dem ich euch alle Neuerungen zeige, die Android 13 mit sich bringt. Und glaubt mir, es sind viele. Es gibt aber auch zwei Sachen, die mir nicht so gut gefallen und die erfahrt ihr in den kommenden Minuten. Aber bevor es losgeht, möchte ich euch allen ein frohes neues Jahr wünschen, das euch hoffentlich viel Glück, viel Erfolg, aber ganz besonders viel Gesundheit bringt. Und jetzt viel Spaß und let's go! War das gut? Ja? Für mich auch. Den Anfang machen die visuellen Neuerungen für uns Nutzer. So sind die App-Icons nun größer und besitzen ganz leichte Farbverläufe im Hintergrund. Gut zu sehen an der Uhr und dem Reminder. Das gefällt mir und meiner Meinung nach könnten die Farbverläufe sogar noch stärker sein. Die Animationen und Übergangseffekte sind weicher und einheitlicher denn je. Und auch das System reagiert viel schneller auf unsere Eingaben als vorher. Das sorgt für eine noch bessere Performance und der Nutzer bekommt ein stärkeres Flaggschiff-Performance-Feeling. Endlich wurden auch die Scrolling-Geschwindigkeiten optimiert, sodass sie nun überall gleichmäßig ist. Das Scrolling in Twitter hatte mich unter Android 12 übertrieben genervt, denn es war ruckelig und weit weg von smooth. Jetzt ist es endlich so smooth, wie es von Anfang an hätte sein sollen. Der Sperrbildschirm hat auch eine Verbesserung erfahren. Er ist nun die zentrale Stelle, um angepasst zu werden. Dafür muss man ihn antippen und halten. Danach noch entsperren und schon kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen. Nun kann man den Hintergrund, den Uhrenstil und die Benachrichtigungen anpassen. Und zwar mit einer Live-Vorschau. Was mir richtig gut gefällt, ist die Tatsache, dass man noch weitere Farben hinzufügen kann. Also seine eigene. So sind die unterschiedlichsten Sperrbildschirme möglich. Wenn man dann seine Lieblingsfarbe gefunden hat, kann man noch den passenden Stil wählen. Dasselbe gilt natürlich auch für den Homescreen. Einheitlicheres Aussehen, neue Hintergründe, Farben und Filter. Auch wurde die Farbpalette erweitert. Je nach Hintergrund schlägt das System von sich aus bis zu 16 Farben vor. Es gibt aber auch voreingestellte Farben und genau hier liegt mein erstes Problem. Mir gefallen die Farben von One UI bzw. Samsung nicht. Sie sind zu grell bzw. zu gesättigt. Google nutzt Pastellfarben und das gefällt mir deutlich mehr. Ich weiß nicht, warum Samsung das nicht einfach von Google übernimmt. Mein zweites Problem ist das Musikpanel. Auch das sollte Samsung einfach von Google übernehmen. Seht euch den Unterschied an. Das Panel auf dem Pixel 7 Pro sieht eindeutig besser aus, denn es ist größer, es zeigt das Albumcover und bietet mehr Funktionen. Widgets wurden natürlich auch verbessert. Man kann Widgets gleicher Größe nun stapeln. Dafür zieht man ein Widget auf ein anderes und lässt einfach los. Jetzt kann man zwischen den einzelnen Widgets hin und her wischen. Ganz neu ist das Widget für intelligente Vorschläge. Dieses weiß, was wir brauchen, bevor uns klar ist, was wir überhaupt brauchen. Behauptet jedenfalls Samsung. Wie gut das funktioniert, weiß ich nicht, denn ich nutze es nicht. Ich nutze immer dieselben Widgets und die reichten mir. Modi und Routinen. Beides sehr nützliche Funktionen, wie ich finde. Oben ist der Link zu meinem Video zu Routinen, das ich in der Vergangenheit gemacht hatte. Man kann einen Modus auswählen und dem Smartphone vorgeben, was es in diesem Modus tun soll. Die vorgefertigten Routinen sind ab sofort einfacher zu entdecken. Und aktuell laufende Routinen werden nun oben angezeigt, damit wir sie schneller finden. Auch gibt es jetzt mehr Aktionen und Bedingungen, von denen wir Nutzer profitieren, da wir einfach mehr einstellen können. Das Menü Verbundene Geräte ist neu in den Einstellungen und bündelt alle Funktionen, die der Verbindung mit anderen Geräten dient. Wenn man mit einem Fernseher verbunden ist und eine Benachrichtigung von WhatsApp und Co. erhält, wird sie auf Wunsch nicht mehr auf dem Fernseher angezeigt. Damit gehören peinliche Momente der Vergangenheit an und die Privatsphäre ist besser geschützt. Audio kann nun auch über einen Chromecast ausgegeben werden. Dafür tippen wir zum Beispiel im Quick-Panel hier oben rechts auf Medienausgabe und wählen dann entsprechend einen Chromecast aus. Kommen wir zu den Neuerungen in puncto Kamera und Galerie. Es ist nun einfacher, mit nur einer Hand zu zoomen, denn der Zoom-Balken wurde extra dafür verkleinert. Als zweites gibt es nun auch ein Histogramm rechts oben, im Profi-Modus. Damit kann man die beste Belichtungszeit erhalten. Neu ist auch die Möglichkeit, ein Wasserzeichen zu verwenden. Samsung setzt einen drauf, denn man kann es sogar anpassen, also die Schriftart und auch die Position ändern. Im Essensmodus wird jetzt auch die Telekamera unterstützt, aber um ehrlich zu sein, habe ich den Essensmodus bisher kein einziges Mal verwendet.
Die Qualität meiner Essensfotos im normalen Modus reicht mir persönlich vollkommen aus. Dafür wechsle ich nicht extra in den Essensmodus. Den Single-Take-Modus hingegen nutze ich öfters und da kommt es mir sehr recht, dass er jetzt vereinfacht wurde. Es gibt nun weniger Optionen und kürzere Aufnahmezeiten. So können wir schneller Fotos machen. Filter sind nun in einer Reihe angeordnet und können damit einfacher ausgewählt werden. In der Galerie-App können die erstellten Alben angepasst werden. So kann man einstellen, welches Album standardmäßig angezeigt oder welches verborgen werden soll. Eigene Sticker können nun aus jedem Bild erstellt werden. Dafür geht man zunächst in den Bearbeiten-Modus, dann umkreist man einfach den Teil, den man als Sticker haben will. Et voilà! Danach kann man sogar die Stärke und die Farbe der Umrandung wählen. Auch gibt es nun perfekte Formen. Das kenne ich schon von iOS. Man zeichnet beispielsweise einen Kreis und lässt den Finger noch auf dem Display. Das Smartphone macht dann den Rest und wieder, et voilà. Dasselbe gilt auch für Rechtecke, Herzen oder Pfeile. Weiterhin gibt es neue AR-Emoji-Sticker sowie neue Emojis für Emoji-Paare in der Samsung-Tastatur. Wie sieht es aber mit den Benachrichtigungen aus? Gute Nachricht! Hier gibt es wichtige und nötige Neuerungen. Beim ersten Start einer App werden wir ab sofort gefragt, welche Benachrichtigungen wir wollen bzw. erlauben. Will man die anfangs getroffene Entscheidung später ändern, finden wir in den Einstellungen das extra Menü Benachrichtigungen. Aber auch über das Benachrichtigungsfeld gibt es die Möglichkeit, zu den Einstellungen zu gelangen. Außerdem sind im Benachrichtigungsfeld die App-Symbole größer und die Textausrichtung wurde verbessert, damit Benachrichtigungen leichter lesbar sind. Eine neue Funktion für mehrsprachige Nutzer ist besonders interessant, denn es ist nun möglich, einige Apps in einer bestimmten Sprache und andere Apps in einer anderen zu verwenden. Ich weiß nicht, warum ich diese Funktion nutzen sollte. Deutsch in allen Apps, wie auch im System, reicht mir vollkommen. Schreibt mir doch in die Kommentare, ob ihr das nutzen werdet und vor allem ein Beispiel wie. RAM Plus, also die Funktion, die bisher euren Arbeitsspeicher virtuell erweitert hat, kann ab sofort komplett ausgeschaltet werden. Halleluja! Denn bedenkt bitte, der virtuelle Mehrspeicher wird vom internen Speicher abgezweigt, der langsamer ist, also langsamere Schreib- und Lesegeschwindigkeiten hat als der eigentliche Arbeitsspeicher. Das könnte die Performance verlangsamen. Also habe ich es ausgeschaltet. In den Einstellungen kann von nun an die Sicherheit des Geräts auf einen Blick überprüft werden. Man sieht also auf einen Blick, welche Schritte nötig sind, ob überhaupt welche nötig sind oder eben nicht. Das finde ich sehr gelungen, denn die Sicherheit der eigenen Daten ist wichtiger denn je. Der Samsung Internet Browser, nebenbei bemerkt der beste Browser auf Android, wie ich finde, bietet Sicherheits- und Datenschutzinformationen. Dazu müssen wir lediglich auf das Schlosssymbol in der Adressleiste klicken. Danach bekommen wir die Infos angezeigt, die wir wollen. Neu ist auch der Notfallmodus. Diesen aktiviert man, indem man 5-mal hintereinander den Power-Button drückt, auch wenn sich das Handy in einer Tasche befinden sollte. Für diesen Modus kann man eine Liste mit Notfallkontakten erstellen, die dann im Ernstfall kontaktiert werden. Kommen wir zum leider oft vernachlässigten Punkt der Eingabehilfen. Im Quick-Panel können jetzt mehrere Optionen hinzugefügt werden, um sie schneller aktivieren bzw. deaktivieren zu können. Dazu gehört zum Beispiel hochkontrastige Schriftart, Farbumkehr, Farbanpassung oder Filter. Allerdings muss man sie erst hinzufügen, indem man auf das Bearbeiten-Menü geht. Außerdem ist der Zugriff auf die Lupe nun einfacher denn je. Einmal in den Einstellungen für Eingabehilfen dem Schnellzugriff hinzugefügt, kann man die Lupenfunktion leicht von der unteren rechten Ecke starten. Die Lupenfunktion startet die Kamera, mit der man dann letztlich hineinzoomen kann. Den Schnellzugriff kann man zusätzlich direkt bearbeiten, wenn man die Schaltfläche länger gedrückt hält. Neu ist auch, dass man mehrere Timer gleichzeitig stellen kann. Läuft zum Beispiel bereits ein Timer, ist es kein Problem, einen zweiten zu starten. Das finde ich mega praktisch und hilfreich beim Kochen beispielsweise. Die letzten Neuerungen betreffen die Kalender-App. Wenn man einen Termin erstellt und mehrere Leute dazu einlädt, kann man entscheiden, ob die Eingeladenen sehen können, wer noch eingeladen ist. Und auch, ob die Eingeladenen auch andere Personen einladen dürfen. Als zweite Neuerung kann man nun eine Videokonferenz erstellen. Alle Teilnehmer erhalten einen Link zur Videokonferenz, ähnlich zu Microsoft Teams. Und als letztes kann man einem Termin einen Sticker zuweisen. Erinnert ihr euch noch an den Tiger-Sticker, den wir vorhin erstellt haben? Den können wir neben anderen Stickern benutzen. Das waren alle nennenswerten Neuerungen, die Android 13 in Kombination mit One UI 5 mit sich gebracht hat. An dieser Stelle muss ich Samsung wirklich loben, denn die Updates kamen so schnell wie noch nie auf die unterschiedlichsten Geräte. Selbst Mittelklasse-Geräte bekamen das Update zeitnah. Neben den Neuerungen muss ich auch die Leistung und Stabilität loben. Wirklich klasse Arbeit Samsung und macht bitte weiter so.
One UI 5.1 steht schon vor der Tür und dürfte noch mehr Material U-Elemente mit sich bringen. Das sehen wir dann mit den Galaxy S23 Geräten. Und jetzt haue ich einen raus und sage, dass Samsung als einziger Hersteller den wahren Android-Gedanken lebt und dem Nutzer extrem viele Personalisierungsmöglichkeiten bietet. Kein anderer Hersteller bietet seinen Kunden so viele Optionen. Samsung bietet zusätzlich zum System noch die Apps von Goodlock. Google hingegen geht den Apple-Pfad und schreibt auf seinen Pixel-Geräten einige Dinge vor, wie zum Beispiel das At-a-Glance-Widget links oben oder die verdammte Google-Suche hier unten. Egal ob der Nutzer es will oder nicht. Was soll das? Und die anderen Android-Hersteller bieten nicht annähernd so viele Optionen wie Samsung. Ich hätte selbst nicht geglaubt, dass ich einmal Samsungs Software loben würde. Aber so kann man sich irren, beziehungsweise so können sich die Dinge zum Positiven entwickeln. Und damit genug zu diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.